Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ich bin gut zu hören. Ich wäre auch gern in Präsenz gekommen, aber wir sitzen gerade in Kassel. Ich bin in einem Hotel, weil wir in den 2 Tagen, gestern und heute, die S3-Leitlinie nosokomiale Pneumonie besprechen. Und da spielen natürlich multiresistente Erreger auch eine große Rolle. Ich möchte mit Ihnen über 4 Dinge sprechen: Epidemiologie und Resistenzmechanismen. Ich versuche keine Eulen nach Athen zu tragen. Sie wissen viel, Sie haben noch mehr gehört in den letzten Tagen. Alte und neue Therapieoptionen und dann die große Frage, und das kann ich schon mal vorwegnehmen: Für die multiresistenten Gram-Negativen gibt es leider nicht mehr die One-Size-Fits-All-Solution. Also das Carbapenem der 90er, wo man damals schon glaubte, man muss gar keine Diagnostik mehr machen, weil man hat jetzt sozusagen den goldenen Schlüssel gefunden. Das wird es nicht mehr geben. Und da will ich Ihnen die 2 wesentlichen Leitlinien der amerikanischen Infektiologengesellschaft, Infectious Disease Society of America, und der europäischen Infektiologengesellschaft vorstellen. Und zum Schluss, was kann man als Kliniker noch machen, wenn man tatsächlich mal vor einem Patienten steht, wo fast gar nichts mehr hilft? Wie kann man vielleicht den Antibiotikaeinsatz noch optimieren? Ich nehme an, diese Publikation haben Sie schon gesehen. Die hat sehr viel mediale Aufmerksamkeit generiert, die sogenannte stille Pandemie. Da haben internationale Wissenschaftler unter Beteiligung des RKI, also namentlich Tim Eckmanns war dabei, versucht zu schätzen, wie hoch der Burden of Disease für multiresistente Erreger ist. Und eine Abbildung fand ich persönlich sehr spannend. Da ist nämlich die Frage, woran sterben eigentlich die Menschen, die eine Infektion durch multiresistente Erreger haben. Und Sie sehen, an erster Stelle steht hier die untere Atemwegsinfektion, das heißt die Pneumonie, gefolgt von Bauchraum- und Blutstrominfektionen. Das ist so in etwa das, was wir auf der Intensivstation sehen. Die Pneumonie ist der wichtigste und häufigste Fokus für die Sepsis. Und wenn ein Patient an einer Infektion verstirbt, verstirbt er in der Regel an einer Sepsis, die daraus entsteht. Und ich werde Ihnen dann auch zeigen, auch wir diskutieren gerade eben, weil der Hauptburden of Disease der multiresistenten Erreger in deutschen Krankenhäusern ist sicherlich die nosokomiale Pneumonie. Generell kann man aber sagen, dass Deutschland noch sozusagen eine Insel der Glückseligen ist im europäischen Vergleich. Wieder eine Arbeit vom RKI. Und hier hat man sozusagen die Resistenzdaten, die nationalen Resistenzdaten verglichen mit den europäischen Durchschnitten. Sie sehen gerade im unteren Bereich bei Acinetobacter baumannii, da geht es uns wirklich gut. Da haben wir in Europa ganz andere Probleme, insbesondere in den südeuropäischen Staaten. Und deswegen kann man nicht unbedingt immer alle internationalen Leitlinien auf die deutschen Verhältnisse übertragen. Nun zu den Resistenzmechanismen. Wie gesagt, ich will es nur ganz grob machen, aber etwas, was mir aufgefallen ist: Ich habe mich immer gefragt, warum sind wir so schnell über MRSA hinweggekommen? Sie wissen, MRSA galt lange Zeit sozusagen als der Erreger, der für Multiresistenz stand. Aber aus klinischer Sicht kann ich Ihnen sagen, ist MRSA überhaupt kein Problem mehr. Wir haben viele alte Therapieoptionen, die trotzdem funktionieren. Cotrimoxazol, Phosphomycin funktioniert. Wir haben viele neue Therapieoptionen, die kamen auch relativ rasch: Linezolid, Daptomycin, Tigecyclin, Ceftobiprol, Ceftarolin. Sie sehen also, das ist wirklich kein Problem mehr. Aber bei den multiresistenten Gram-Negativen wird das nicht so sein. Und warum wird das nicht so sein? Die haben nämlich nicht nur wie bei MRSA ein geändertes Target-Protein, also das Penicillinbinde-Protein 2a, was für die Beta-Lactam-Resistenz verantwortlich ist, sondern die Carbapenem-Resistenz bei den Gram-Negativen, das sind 3 Resistenzmechanismusgruppen, würde ich sagen, weil jede Gruppe hat noch Dutzende oder Hunderte verschiedene Variationen. Da kommen die Beta-Lactamasen, also die Carbapenemasen, da kommt der Purinverlust und da kommt die Effluxpumpe. Und wir haben einmal schon vor 7 Jahren gemeinsam mit dem RKI, also namentlich Guido Werner und Yvonne Pfeiffer, versucht, die ersten Carbapenem-resistenten Klebsiellen in Deutschland wirklich molekular sehr gut aufzuarbeiten. Und ich will Ihnen nicht zu viel Biochemie zumuten, aber was hier ersichtlich ist: Alle dieser Isolate hatten Efflux, mehr oder weniger ausgeprägt. Alle diese Isolate hatten auch einen Purinverlust, entweder 1 oder 2, wir haben hier nur nach denen gesucht. Und alle diese Isolate hatten nicht nur eine Beta-Lactamase, sondern 5 bis 6. Sie sehen also, das ist ein Armentarium von Resistenzmechanismen, das sich überlappt. Und hier ist es sicherlich sehr viel schwerer für die Industrie, ein Medikament auf den Markt zu bringen, das all diese Resistenzmechanismen gleichzeitig adressiert. Und Sören Gartemann, den Sie ja auch noch hören werden, der hatte letztes Jahr publiziert, dass auch der Anteil der Isolate mit mehr als einer Carbapenemase mittlerweile deutlich zunimmt. Die
Die Carbapenemasen sind sicherlich der Hauptresistenzmechanismus, aber die sind über die Spezies unterschiedlich verteilt. Acinetobacter baumannii ist wahrscheinlich auch deswegen ein Problem, weil nahezu alle Acinetobacter baumannii-Stämme eine Carbapenemase haben. Dann haben wir auf der anderen Seite den Pseudomonas aeruginosa und da ganz überraschend spielen die Carbapenemasen gar nicht mal so die große Rolle, sondern nur etwa jeder 5. Carbapenem-resistente Pseudomonas hat eine Carbapenemase. Hier ist der Resistenzmechanismus die Kombination aus Porinverlust und Am-C. Und bei den Enterobakterien ist das Bild heterogen. Am-C-Bildner wie Klebsiella aerogenes haben tatsächlich relativ wenig Carbapenemase, wenn sie Carbapenem-resistent sind. Und bei E. coli und bei Klebsiella pneumoniae liegt es so zwischen 40 und 60%. Eine schlechte Nachricht für Deutschland ist sicherlich, auch wenn wir wenig Carbapenemase-Bildner haben momentan im klinischen Bereich, die wir haben, entziehen sich leider vielen der neuen Antiinfektiva, die für die multiresistenten Gram-Negativen entwickelt wurden. Und das sind wieder Daten von Sören Gartemann aus dem Nationalen Referenzzentrum. Und Sie sehen, wenn wir uns die Metallo-Beta-Lactamasen, wenn wir die aufsummieren, also WIMs und NDMs und auch die OXA48, hier funktionieren auch nicht alle dieser neuen Carbapenemase-Inhibitoren, muss man sagen. So 2/3 bis 3/4 der Carbapenemasen, die in Deutschland im medizinischen Bereich unterwegs sind, können leider nicht durch alle der neuen Carbapenemase-Inhibitoren gehemmt werden. Und das ist auch ein großer Unterschied zum Beispiel zum amerikanischen Markt. Da spielt KBC sozusagen die ganz große Rolle. Sie sehen, die kommt bei uns sozusagen erst auf Platz 3 und deswegen profitieren die Amerikaner mehr von den neuen Substanzen, als das die deutschen Patienten tun könnten. Und hinzu kommt noch, das ist mal eine Arbeit, die haben wir sozusagen 2017 schon publiziert. Da hatte unsere Bioinformatik-Einheit einfach mal GenBank durchsucht und ein Phylogramm von allen Beta-Lactamasen aufgestellt. Und Sie sehen, es gibt mittlerweile über 2000 bekannte Beta-Lactamasen und lediglich ein paar hundert sind im klinischen Bereich verortet. Das heißt, es schlummert noch ein riesengroßes Umweltresistom. Das sind ja auch sehr alte Enzyme, weil, wie gesagt, Penicillin ist ja auch ein Naturstoff. Ein riesengroßes Umweltresistom, das natürlich in den Bereich der humanmedizinischen Erreger überschwappen kann. Ja, was können wir gegen die Carbapenem-resistenten Gram-Negativen tun? Und Sie wissen, für lange Zeit, also für die letzten 15 Jahre, war das Colistin das Mittel der Wahl. Colistin ist ein altes Antibiotikum, ein toxisches Antibiotikum und ein nicht gut wirksames Antibiotikum. Und deswegen war es eigentlich über 20 Jahre, sozusagen Ende der 70er bis Anfang 2000, hat das kaum jemand genommen. Das war in Deutschland gar nicht mehr verfügbar, weil man viele bessere Optionen hatte. Und als dann die Carbapenem-resistenten Erreger kamen, musste man das alte Colistin wieder aus der Schublade holen, weil man schlichtweg nichts anderes hatte. Und das war eine der Milestone-Studies, damals Italien. Sie wissen, die Italiener haben ein großes Problem mit multiresistenten Erregern. Und hier hat man 125 Patienten mit KPC-Blutstrominfektion untersucht, die entweder Colistin als Monotherapie oder als Kombination erhalten haben. Und Sie sehen, wie schlecht das Antibiotikum wirkt, sozusagen. Die Monotherapie war mit einer deutlich höheren Sterblichkeit assoziiert im Vergleich zur Kombinationstherapie. Und am besten schnitt hier eine Dreifachkombination aus Colistin, Meropenem, hier gibt es offensichtlich einen Synergismus, trotz der Meropenem-Resistenz, und Tigecyclin ab. Wir haben dann im Labor mal untersucht, brauchen wir wirklich 3 Antibiotika für einen Erreger? Also der Kliniker ist dann immer skeptisch, wenn man 3 Antibiotika zusammenwirft. Das ist immer so ein Zeichen von Hilflosigkeit. Wir haben dann so ein Triple Checkerboard gemacht, also sozusagen eine Mikrotiterplatten und hier die aufsteigende Konzentration vom Colistin, hier Tigecyclin, hier Meropenem. Und tatsächlich sehen wir einen klaren Synergismus von Colistin mit einem zweiten Antibiotikum, aber das dritte hat zumindest in vitro keinen deutlichen Vorteil gebracht. Also Colistin wirkt nicht sonderlich gut und es ist noch sehr toxisch. Das ist eine ganz aktuelle Meta-Analyse, auch aus Deutschland, kommt von Herrn Wagenlehner. Und wenn man sich diese ganzen Studien, die er herausgesucht hat, 128 Studien mit 14.000 Patienten ansieht, dann hat der Patient unter Colistin im Vergleich zu jedem anderen Antibiotikum ein doppelt so hohes Risiko für eine Nierentoxizität. Und das war ja auch einer der Gründe, warum man das Colistin, als man Alternativen hatte, in den 80er, 90er Jahren sofort wieder sozusagen in die Schublade gepackt hat.
Deswegen sind wir heilfroh, dass wir seit einigen Jahren jetzt neue Beta-Lactam-Antibiotika, und Beta-Lactame sind unser Hauptarbeitspferd in der Klinik. Die sind sehr gut wirksam, die sind in der Regel sehr gut verträglich, aber die wirkten eben nicht mehr bei den Carbapenem-resistenten Erregern. Jetzt gibt es tatsächlich wieder 5, die in Deutschland verfügbar sind, die man hier einsetzen kann. Leider ist kein einziges davon, wie gesagt, eine One-Size-Fits-All-Solution, und ich will sie da auch ein bisschen durchführen. Was sind das für Substanzen? Es gibt also 2 Prinzipien. Entweder ein Carbapenemase-Inhibitor wie Varbobactam oder Relebactam, den man mit einem Carbapenem koppelt, oder ein Carbapenemase-Inhibitor, den man hier mit einem Cephalosporin gekoppelt hat. Und dann gibt es noch 2 neue Beta-Lactame, das Ceftriaxone, das können Sie sich vorstellen wie Ceftazidim 2.0, ist vom Ceftazidim abgeleitet, hat aber eine gute Wirksamkeit noch bei Purinverlusten, ist auch stabil gegen die AMP-Cs. Das hat man noch gekoppelt mit Tazobactam, dass man zumindest einen Teil der ESBL erreicht. Und dann gibt es noch das Cefiderocol, das ist ein Siderophor-Cephalosporin, das zeige ich Ihnen gleich nochmal im Detail, weil das eigentlich einen faszinierenden neuen Wirkmechanismus hat. Was ganz spannend ist, wie wurden diese Substanzen klinisch entwickelt? Sie wissen vielleicht, ein neues Antibiotikum from bench to bedside kostet $1 Milliarden. $1 Milliarden, dass die Industrie dann sozusagen in den nächsten 24 Jahren des Patentschutzes wieder versucht einzuspielen. Häufig gelingt das nicht und deswegen machen viele große Pharmaunternehmen keine neuen Antibiotika mehr. Wenn man aber ein solches Antibiotikum zulassen will mit einer Wirksamkeit gegen Gram-Negative, dann muss man Phase-3-Studien vorlegen. Und diese Phase-3-Studien sollten bei Infektionsfoci durchgeführt werden, wo Gram-Negative dominieren. Und das ist der Harnwegsinfektion, die Bauchrauminfektion und die nosokomiale Pneumonie. In der Regel beginnen die Firmen immer mit einer Studie, Phase 3, also randomisiert kontrolliert gegen einen Goldstandard, mit einer Studie bei Harnwegsinfektionen, weil die sind meistens erfolgreich. Da haben wir eine Anreicherung des Beta-Lactams, das ja renal ausgeschieden wird, am Ort der Infektion. Und haben also über einen langen Zeitraum eine hohe Konzentration. Urosepsis aus klinischer Sicht kann man immer super behandeln, selbst wenn die MHK ein bisschen erhöht ist. Wenn diese Complicated Urinary Tract Infection erfolgreich war, ist sozusagen der nächste Schritt die Bauchrauminfektion. Auch hier, weil ein Teil der Beta-Lactame auch über die Galle ausgeschieden wird, habe ich eine gute Anreicherung, eine gute Penetration. Und wenn das funktioniert hat, dann versucht man über die höchste Hürde zu springen, und das ist die nosokomiale Pneumonie. Und bei der nosokomialen Pneumonie ist in der Vergangenheit zum Beispiel eine neue Substanz gescheitert, das Tigecyclin. Es funktioniert super im Bauchraum bei Pneumonie, ein Versagen gegen den Comparator. Und was war der Grund? Es war für die Lunge sozusagen schlichtweg unterdosiert, weil die Lungenpenetration ein großes Problem ist. Und der Hersteller hat daraus gelernt, das ist der gleiche Hersteller, der Ceftriaxone-Tazobactam auf den Markt gebracht hat, der hat die Pneumoniestudie dann zum Beispiel für die Hospital-Acquired Pneumonia und die Ventilator-Associated Pneumonia, also auf der Intensivstation, in der doppelten Dosis durchgeführt. Was auch interessant ist, bei diesen neuen Antibiotika gibt es die 2 letzten, die zugelassen wurden, Cefiderocol und Imipenem-Relebactam. Da ist man einen weiteren Weg gegangen. Denn bei diesen 3 Phase-3-Studien, Harnwege, Bauchraum, Lunge, werden alle Patienten eingeschlossen, vollkommen unabhängig vom Erreger. Häufig kennen wir den Erreger ja nicht. Trotz maximaler Mikrobiologie finden wir den zugrunde liegenden Erreger in weniger als der Hälfte der Fälle. Aber diese Studien beantworten ja nicht die Frage, die uns interessiert. Können diese Substanzen, sind die klinisch wirklich wirksam bei den Multiresistenten? Und deswegen haben diese beiden Hersteller dann noch Studien durchgeführt, wo nur Patienten mit Carbapenem-resistenten Gram-Negativen eingeschlossen wurden, allerdings unabhängig vom Fokus. Also ein buntes Potpourri von Harnweg, Weichteil, Lunge, Bauchraum, aber das war erregerdeterminiert. Und hier hat sich auch das erste Mal der Zulassungstext geändert, dass eben gesagt wird, das sind Antibiotika, die zugelassen sind für Gram-Negative mit begrenzten Therapieoptionen. Da freut sich der Infektiologe, weil wir so ein bisschen versuchen, die Kliniker, die es täglich einsetzen, in die Richtung gezielte Therapie zu führen. Und die Zulassungsbehörden sozusagen unterstützen das. Leider ist keine dieser neuen Substanzen für alle Spielarten der Carbapenem-Resistenz sozusagen eine mögliche Therapieoption. Alle haben ein Problem bei Carbapenem-resistenten Acinetobacter baumannii. Auch das Cefiderocol, was in vitro eigentlich gut wirkt, das liegt an einer klinischen Studie, die ich Ihnen gleich zeigen werde, Credible Trial.
Das Meropenem-Varbobactam, auch das Avibactam und das Relebactam, die funktionieren alle nicht bei den Metallocarbapenemasen und die sind in Deutschland, wie gesagt, sehr häufig. Und hinzu kommt noch, dass das Varbobactam, das Relebactam auch nicht bei der OXA 48 funktioniert. Und das ist die häufigste singuläre Carbapenemase in Deutschland. Die Frage ist natürlich, sind diese neuen Beta-Lactame wirklich besser als das alte Cholestin? Und da gibt es zugegeben relativ wenig Daten. Das war eine der wenigen randomisiert kontrollierten Studien, die das rausgefunden hat. Das ist ja die höchste Evidenz. Also auch heute bei der Leitlinie, wir graduieren die Studie in sozusagen retrospektive Arbeiten, die haben eine niedrige Evidenz, prospektive haben eine höhere Evidenz und wenn es eine randomisiert kontrollierte klinische Studie ist, dann hat die höchste Evidenz. Das war eine randomisiert kontrollierte Studie, aber nur mit 77 Patienten. Und die Kollegen haben etwas sehr Kluges gemacht. Die haben einen sogenannten Composite-Endpunkt geschaffen. Das heißt, was mich aus klinischer Sicht interessiert, funktioniert die Substanz und ist sie gut verträglich? Und sie haben quasi das Therapieversagen und das Nierenversagen in einen Composite-Endpunkt gepackt, also entweder oder von der Verknüpfung her. Und Sie sehen, dieser Composite-Endpunkt trat signifikant häufiger unter Cholestin auf im Vergleich zu dem Meropenem-Varbobactam. Es gibt auf niedrigerem Evidenzniveau, also prospektive Kohortenstudien, ähnliche Daten auch für die anderen neuen Beta-Lactam-Antibiotika. Das war Ceftazidim Avibactam bei KPC-Blutstrominfektion. Und Sie sehen im Vergleich zum Best Available Treatment, das ist meist eine Cholestin-basierte Kombination, war die Sterblichkeit hier deutlich niedriger. 41% unter der Cholestin-basierten Kombination, 18% unter Ceftazidim Avibactam. Ja, und deswegen haben wir eigentlich alle voller Hoffnung auf das Cefiderocol geschaut, weil das Cefiderocol, das in vitro auch bei Acinetobacter baumannii wirkt, das hat einen faszinierenden neuen Wirkmechanismus. Es ist ein sogenanntes Siderophor-Cephalosporin. Und da hole ich mal kurz ein bisschen aus. Sie wissen, Bakterien brauchen Eisen zum Wachsen. Der Wirt, also der Patient sozusagen, versucht den Bakterien das Eisen vorzuenthalten. Während der Infektion werden die Eisenspiegel im Blut maximal reduziert. Also der Körper versucht sozusagen, die Bakterien auszuhungern. Aber die Bakterien wiederum haben eine Gegenevolution gestartet mit sogenannten Siderophoren. Kann man sich vorstellen wie kleine magnetische Angelhaken, die ausgeworfen werden, die Eisenionen einsammeln und zurück zum Mutterschiff bringen. Und das Cefiderocol ähnelt nun einer solchen Siderophore und wird deswegen vom Bakterium aktiv aufgenommen, weil es ja denkt, das ist sozusagen etwas, was mir Eisen bringt. Und hinzu kommt, dass das Cefiderocol auch noch stabil gegen die Metallobeta-Lactamasen ist. Also eigentlich top. Und tatsächlich in der syndromischen Zulassungsstudie, nosokomiale Pneumonie, unabhängig vom Erreger, hat der Hersteller sogar den besten Comparator gewählt. Ich habe die Firma mal gefragt, Mensch, warum macht ihr Meropenem 3x2 Gramm, wo die Standarddosis doch 3x1 Gramm ist? Und da sagten die, wir sind überzeugt, wir haben eine super Substanz, wir wollen uns mit der bestmöglichen Therapieoption vergleichen. Und das hat auch funktioniert. Bei diesen Zulassungsstudien kann man schlecht eine Überlegenheit nachweisen. Das lässt sich statistisch immer schwer machen. Da bräuchte man sozusagen viel mehr Patienten. Da wird immer auf Nichtunterlegenheit sozusagen die statistische Auswertung fokussiert. Ja, und dann kam der Credible Trial. Da hat man tatsächlich jetzt nur Patienten eingeschlossen, die Carbapenem-resistente Gram-Negative hatten, unabhängig vom Fokus. Und was die klinische Heilung angeht, also das Ansprechen nach ein paar Tagen Antibiotikatherapie, das war sozusagen gleich. Bei den Metallo-Beta-Lactamasen war es sogar besser als die Cholestin-basierte Kombination, aber die Gesamtsterblichkeit war unter dem Cefiderocol diesmal höher als unter dem Cholestin. Und da hat man viel darüber diskutiert, woran das liegt, ob die Resistenzbestimmung richtig war, sozusagen, ob man die Dosis ordentlich angepasst hatte an die Nierenfunktion etc. Aber was man letzten Endes, was die wahrscheinlichste Ursache ist, und so lesen es die Leitlinienkommission, ist der hohe Anteil an Acinetobacter baumannii in dieser Studie, 46%. Und Sie werden dann bei den Empfehlungen sehen, diese Studie ist der Grund, warum man das Cefiderocol sozusagen in die zweite Reihe gestellt hat bei den Therapieoptionen. Damit will ich jetzt zu den Leitlinien kommen. Wie gesagt, die der Amerikaner, die kam etwas eher raus. Die war sozusagen online verfügbar Ende 2020, in diesem Jahr jetzt im Print erschienen und die der Europäer.
Und das sind die Leitlinien sehr lesenswert, die ähneln sich, die sind aber nicht gleich. Ich werde vor allen Dingen auf die IDSA-Guideline abheben, die haben das auch zweigeteilt, die sind also umfassender, die nehmen spezifisch nochmal Bezug auf AMC-Bildner, auf Actinidobacter baumannii, sogar auf Stenotrophomonas. Die europäische Leitlinie, da haben wir auch gestern im Leitlinienkomitee für die nosokomiale Pneumonie diskutiert, die können wir nicht in allen Dingen nachvollziehen. Die allerwichtigste Botschaft der IDSA ist, Cholestin oder Polymyxin B, ein Verwandtes, ist obsolet. Warum? Weil wir die neuen, besser verträglichen, besser wirksamen Beta-Lactam-Antibiotika haben. Und hier unterscheidet sie sich von der europäischen Leitlinie, die sagt, ja, bei schweren Infektionen sehen wir das auch so, die neuen Beta-Lactame, bei leichten Infektionen kann man trotzdem noch Cholestin nehmen. Das ist aber immer die Frage, wie man schwer und leicht definiert. So wie es die ESCMID getan hat, haben auch leichte Infektionen noch eine recht hohe Sterblichkeit. Also das halte ich sozusagen aus ethischer Sicht nicht unbedingt für umsetzbar. Und das sind hier die Empfehlungen der IDSA. Und Sie sehen, haben Sie einen Carbapenem-resistenten Erreger, der Carbapenemase-Test steht aus, dann können Sie sozusagen eine Kombination mit einem Carbapenemase-Inhibitor nehmen. Cefiderocol an zweiter Stelle wegen dieser Übersterblichkeit in der Credible-Studie, die sich aber keiner so richtig erklären kann. Für die Amerikaner klappt das gut, weil die haben viel KPC. Für uns sozusagen wäre dieses Vorgehen schon mal hinterfragenswert, weil wie gesagt etwa 1/3 oder vielleicht sogar die Hälfte der Carbapenemase-Bildner durch diese Substanzen nicht zuverlässig erfasst werden. Es ist Oxa-48, das ist in Deutschland Platz 1, wäre es Ceftazidime-Avibactam. Sind es Metallocarbapenemasen, dann ist es entweder das Cefiderocol, das rutscht jetzt hoch, weil es eben nicht mehr viel gibt, oder es ist Ceftazidime-Avibactam plus Aztreonam. Warum? Das alte Monobactam Aztreonam ist intrinsisch stabil gegen die Metallocarbapenemasen. Und es wird tatsächlich auch ein Aztreonam Avibactam entwickelt, aber solange das klinisch noch nicht verfügbar ist, mixt man sich das sozusagen am Krankenbett selbst. Und für die KPCs, da geht wiederum eigentlich jedes dieser neuen Antibiotika bis auf Ceftlozan Tazobactam, was ja eigentlich so die Substanz für den Carbapenem-resistenten Pseudomonas ist, der keine Carbapenemase bildet. Die Folie gehe ich mal schnell weg. Die hatte nur gezeigt, dass Ceftazidime-Avibactam auch bei Blutstrominfektionen funktioniert. Aber hier jetzt der zweite Teil der IDSA-Empfehlung, wie soll man mit AMC-Bildnern umgehen? Und das kann ich Ihnen sagen, ist den meisten Klinikern überhaupt nicht bewusst, dass es dieses Problem gibt. Sie wissen natürlich, AMC wird häufig in der Resistenztestung nicht direkt detektiert, aber wenn AMC oder wenn ein AMC-Bildner mit Antibiotika in Kontakt kommt, dann kann er sozusagen die Expression von dieser AMC anwerfen und wird resistent. Bei welchen Spezies tritt das auf? Enterobacter cloacae, Klebsiella aerogenes, Citrobacter freundii, sagt die IDSA. Hier sollte man unbedingt dran denken. Man kann noch Cefepime nehmen bis zu einer bestimmten MHK, sonst aber besser das Carbapenem, vor allen Dingen, weil diese Spezies auch nicht nur isoliert die AMC haben, da gibt es immer mehr, hatte ich Ihnen ja gezeigt, die eben mehrere Beta-Lactamasen haben. Und dann haben Sie hier eine Frage formuliert, kann man da eigentlich Piptaz nehmen? Und Piptaz ist sicherlich, also Piperacillin Tazobactam, das Medikament, was in der Klinik bei nosokomialen Infektionen als Initialtherapie, wenn ich noch nicht weiß, was vorliegt, am häufigsten benutzt wird. Und sie schreiben nicht für schwere Infektionen. Und wir haben das in Jena mal untersucht, weil das wirklich eine offene Frage war, können wir bei einem AMC-Bildner Piptaz geben? Und wir haben hier 75 Patienten quasi in jedem Arm knapp gehabt und haben dann verglichen eine Piptaz-Therapie mit einer Carbapenem-Therapie und was kam raus? Das frühe Therapieversagen war signifikant häufiger unter Piptaz im Vergleich zum Carbapenem. Also eigentlich muss man sagen, kann man Piptaz bei einer Spezies, wo ein Risiko für AMC-Bildung besteht, nicht geben. Was waren weitere Empfehlungen? Actinidobacter baumannii. Wie gesagt, nach wie vor ein ungelöstes Problem, würde ich sagen. Glücklicherweise in Deutschland nicht so häufig. Die IDSA sagt bei leichten Infektionen entweder Monotherapie mit Ampicillin-Sulbactam. Jetzt fragen Sie sich bestimmt, was soll das Unazid hier bringen bei Carbapenem-Resistenz? Aber das Sulbactam hat eine intrinsische Stabilität gegenüber dem Actinidobacter baumannii und Sie sehen, man muss das hier extrem hoch dosieren, also doppelte Dosis. Leider gibt es kein Sulbactam isoliert von der Industrie, deswegen diese Kombination.
Minocyclin oder Hochdosis Tigecyclin, also doppelte Dosis. Und bei schweren Infektionen, und Sie sehen die Hilflosigkeit, wird wieder eine Dreifachtherapie vorgeschlagen, Cholestin-basiert plus einem Carbapenem, trotz der Carbapenem-Resistenz wegen eines möglichen Synergismus, plus einer dritten Substanz, und hier kommt das Cefiderocol wieder ins Spiel. Ja, und noch 3 Folien zum optimierten Antibiotikaeinsatz bei multiresistenten Erregern. Wir hatten in diesem Jahr 3 Verhandlungen mit dem gemeinsamen Bundesausschuss. Da geht es eben um diese neuen Beta-Lactam-Antibiotika, die ja jetzt alle den Status Reserveantibiotikum haben. Vielen Dank an das RKI für die Definition. Das war wirklich sehr hilfreich. Und jetzt war die Frage, wie können wir diese neuen Antibiotika einsetzen? Und da ging es auch um die den qualitätsgesicherten Einsatz. Und was uns alle sehr freut, ist, erstens, diese neuen Antiinfektiva sollen nicht verbrannt werden in der kalkulierten Therapie, sondern eigentlich nur zum Einsatz kommen, wenn ich weiß, dass hier ein multiresistenter Erreger vorliegt. Und der Einsatz sollte durch einen Infektiologen oder Mikrobiologen oder, weil wir eben so wenig Infektiologen und Mikrobiologen haben, durch einen Facharzt mit entsprechendem Wissen überprüft werden. Also 4-Augen-Prinzip, und einer davon sollte ein Experte sein. Die Klinik sollte ein Antibiotic Stewardship Programm haben, wenn sie das einsetzen möchte, und sie sollte sich an dem Benchmarking der Antibiotikaresistenz beteiligen. Und ich glaube, das ist eine sehr kluge Entscheidung. Ich hätte mir vielleicht sogar noch mehr Klarheit gewünscht. Wir diskutieren jetzt, ob es eine OPS-Ziffer gibt, eine Abrechnungsziffer für das infektiologische oder ABS-Konsil, um einfach mehr Expertise in die Fläche zu bringen. Was wir allerdings auch gesagt haben, allerdings nur bei der letzten Verhandlung, war, dass wir, nachdem die Daten jetzt immer dichter werden und auch die IDSE-Empfehlung rauskam, eigentlich sagen müssen, man kann auch man sollte die neuen Beta-Lactame auch einsetzen, wenn Cholestin noch funktioniert, weil alle Studien zeigen, dass die einfach besser sind als das Cholestin. Wie gesagt, von der Credible-Studie in Acinetobacter baumannii abgesehen. Ja, was kann man noch machen? Man kann ein therapeutisches Drug Monitoring machen. Das heißt, wir wissen ja gar nicht, wenn wir eine Dosis geben, ob das die richtige Dosis für den Patienten ist. Und Sie wissen, es gibt sozusagen diese PK-PD-Prinzipien. Beta-Lactame wirken besonders gut, wenn ich sie möglichst über einen langen Zeitraum oberhalb der MHK des Erregers habe. Da ist die hohe Spitzenkonzentration gar nicht so relevant, sondern ich muss möglichst lang über der MHK des Erregers sein. Warum das ist, weiß keiner. Vielleicht liegt es daran, dass die Beta-Lactame vor allen Dingen wirken, wenn der Erreger sich gerade teilt und ich damit sozusagen die Wahrscheinlichkeit erhöhe. TDM bei Beta-Lactam kennt man eigentlich nicht weltweit, weil Beta-Lactame gut verträglich sind. Wir haben hier die erste international die erste Studie. Das war eine deutsche multizentrische, randomisiert kontrollierte Studie, höchste Evidenz durchgeführt. Und das war PIP-TAZ sozusagen bei jeglichem Erreger. Sie sehen, trotz des TDMs konnten wir den Target-Spiegel nicht wirklich erhöhen. Also ohne TDM waren 15% der Patienten im Zielbereich, mit TDM waren es noch nicht mal 40. Aber allein dieses kleine Anheben hat dazu geführt, dass die Letalität runtergegangen ist von etwa 25 auf 21%. Und die Wahrscheinlichkeit des mikrobiologischen Erfolges, das heißt Eradikation des Erregers und des klinischen Ansprechens, hatte sich verdoppelt. Es gibt noch viele Fragen. Was ist der optimale Korridor? Wie sieht es aus mit der Lungenpenetration? All das können wir mit Spiegelbestimmung aus dem Blut nicht lösen, aber der erste Schritt ist zumindest gemacht. Ja, und dann gibt es immer noch eine Möglichkeit am Krankenbett, gerade bei einem multiresistenten Erreger, wo vielleicht tatsächlich nur noch Cholestin gegeben werden kann. Und wenn der an der Lunge sitzt, kann ich das Antibiotikum natürlich auch über die Inhalation geben. Da wird immer viel drüber gestritten. Wir werden uns, wenn ich jetzt wieder in die Leitliniensitzung gehe, wahrscheinlich darüber auch streiten, sozusagen, ob das sinnvoll ist. Da gab es 2017 eine europäische Empfehlung dagegen, weil wir auch hier die Standards gar nicht kennen. Wir wissen nicht, was ist der optimale Vernebler beim intubierten Patienten. Bleibt das nicht alles im Beatmungstubus kleben? Der hat viel Schleim. Kommt das überhaupt in die Lungenbläschen? Und die klinischen Daten zeigen keinen Vorteil, sozusagen, wenn man sich alle Patienten anschaut. Aber wenn man sich gezielt die ansieht mit einem multiresistenten Erreger, da scheint es einen Vorteil zu bringen. Und das ist hier eine aktuelle Meta-Analyse 2018 nach dieser negativen 2017er Empfehlung, die zeigt einen Vorteil, vor allen Dingen für das inhalative Topramycin. Und eine Empfehlung, die auch darauf basiert, 2019 sagt dann, wenn auch mit einer schwachen Empfehlung niedriggradiger Evidenz, macht es Sinn, wenn ich nur Cholestin nehmen kann, das nicht nur IV zu geben, sondern zeitgleich auch inhalativ.
Damit bin ich am Ende angelangt. Was habe ich Ihnen gezeigt? Bei den Carbapenem-resistenten Gram-Negativen gibt es eigentlich zwei Strategien. Die ältere ist das Colistin-basierte Kombination. Die ist mittlerweile obsolet, weil Colistin schlecht wirkt und toxisch ist. Wir haben neue Beta-Lactame, leider keine One-Size-Fits-All-Solution. Wir müssen den Resistenzmechanismus kennen. Ceftolozan Tazobactam geht gut bei Pseudomonas, weil der häufig keine Carbapenemasen macht, sondern die Carbapenem-Resistenz auf Purinverlust fußt. Ceftazidimavibactam ist super bei OXA 48 und das ist die häufigste Carbapenemase in Deutschland. Imipenem Relebactam, Meropenem Varbobactam und natürlich auch Ceftazidimavibactam gehen bei KPC. Und Cefiderocol und Ceftazidimavibactam plus Aztreonam geht auch bei MBL, also bei den Metallobeta-Lactamasen. Ungelöstes Problem, schwere Infektion durch Acinetobacter baumannii. Die Dreifachkombination, die die IDSA vorschlägt, ist von Hilflosigkeit geprägt. Und ich hatte Ihnen gezeigt, es gibt noch so ein paar Kniffe am Krankenbett, Spiegel messen und adaptieren, sozusagen inhalative Gabe und ganz wichtig, immer einen Experten einbinden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.